Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Build. In diesem Video schauen wir uns den britischen Zerstörer Druid mal genauer an, gehen über die Kapitänsskillung drüber, schauen uns die Modulauswahl an und wie immer wird es den einen oder anderen Tipp bzw. Trick zum Schiff selber geben. Starten wir rein mit der Kapitänsskillung. Am Anfang wie immer der Hinweis, wenn ihr den Spezialkapitän habt, den Cunningham, dann packt den drauf, bringt euch ein paar schöne Vorteile im Gefecht, lohnt sich auf jeden Fall. Starten wir rein mit dem ersten Skill. Präventive Maßnahme, wichtiger Einsatzskill, da er dafür sorgt, dass euer Risiko eines Modulausfalls um 30% reduziert wird. Wichtig, weil ihr nur Guns habt, eure Türme sind so ein bisschen heilig, möchte ich sagen. Die werden gerne mal genockt und wenn ihr keine Türme mehr habt, macht ihr keinen Schaden mehr. Ihr kennt es von Torpedowerfern, wenn die raus sind, ist auch immer relativ ärgerlich. Dann als nächstes mit letzter Anstrengung, absoluter No-Brainer für DD-Spieler, sorgt dafür, dass eure Manövrierbarkeit bzw. auch eure Geschwindigkeit teilweise noch aufrechterhalten wird, wenn euer Motor bzw. euer Ruder genockt wird. Kann dafür sorgen, dass ihr aus Situationen rauskommt, wo ihr normalerweise sterben würdet, wenn ihr dieses Modul nicht habt. Als dritten Skill, Experte Überlebensfähigkeit, ist auf jedem Gun DD, ich würde sogar sagen auf jedem DD Pflicht. Außer ihr fühlt euch sicher, auf Torpedo-DDs könnte ich es noch vertreten zu sagen, wir nehmen es nicht mit. Aber gerade auf Gun-DDs, wo ihr bewusst HP verlieren werdet in Gunfights, ist es einfach sehr, sehr wichtig. Kann man nicht oft genug betonen. Dann als nächstes, Tarnmeister, bin ich ein absoluter Freund von. Wenn ihr Doppel-Concealment baut, kommt ihr auf 6,6 Kilometer. Damit seid ihr noch wettbewerbsfähig gegen andere DDs. Ihr könnt ein paar andere DDs auch outspotten, gerade die Franzosen. Den könnt ihr dann mit AP auch gut Damage machen oder einer Ragnar. Unterschätzt es nicht, gerade etwas bessere gepanzerte DDs leiden unfassbar stark unter der Druid. Und diesen Vorteil würde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Dann haben wir als nächstes Adrenalinrausch. Ist hier auch sinnvoll, weil aus genannten Gründen, ihr werdet HP verlieren. Und wenn ihr HP verliert, ist auch das Schöne, dafür nochmal Reload zu bekommen, um einfach noch mehr Damage rauszubekommen in einem Gunfight. Als nächsten Skill Hauptbatterie und Flugabwehrspezialist. Ladezeit der Hauptbatterie minus 5%. Auf einem Gun-DD absoluter No-Brainer. Warum diesen Skill und nicht den Fearless Brawler? Weil ihr noch einen Smoke mit dabei habt, den Briten-Smoke. Ihr werdet relativ häufig auch aus dem Smoke farmen können oder müssen, wie ihr es sehen wollt. Müssen zum Beispiel, wenn ihr gegen Secondary BBs spielt, weil eure Range, wir können kurz nochmal drauf gehen, ist 12,1. Der erfahrene Spieler weiß, da werdet ihr Probleme gegen deutsche Secondary BBs haben und jetzt auch gegen die pan-amerikanischen Secondary BBs, weil ihr da nicht Open Water gunnen könnt, weil die euch nämlich abfarmen werden. Gehen wir als nächstes zum Inspekteur. Der große Vorteil ist, ihr kriegt +1 auf eure Consumables. Das heißt, ihr bekommt einen Heal mehr. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Gerade in Games, die etwas länger gehen, wo ihr ein bisschen HP eingesetzt habt in Gunfights oder weil ihr zum Beispiel einen Cruiser gerusht habt, der blöd stand, weil ihr könnt mit der Druid auch gut Light Cruiser punishen. Da kann es schon sein, dass ihr ein bisschen HP verliert. Deswegen auf jeden Fall sinnvoll, den dritten Heal mitzunehmen. Auch in längeren Games kann es sein, dass man den 7. Smoke auch noch braucht. Und auch ein 4. Hydro ist nicht schlecht. Da würde ich sagen, da könnte man noch am ehesten drauf verzichten. Aber vielleicht habt ihr irgendwann mal ein Game, wo ihr das 4. Hydro noch braucht. Dann als letzten Skill extra schwere Munition. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Geheimtipp ist. Ich würde sagen, nein. Ist für mich ein No-Brainer, weil ihr in DD seid, der Only AP schießt und einen guten AP Alpha habt. Ihr habt Improved Pen Angles und ihr habt Short Fuse, also klassisches britisches AP, was ihr auch von der Daring kennt. Und das müsst ihr einfach nutzen. Wenn ihr das voll baut, kommt ihr auf einen Höchstschaden von 2365. Und das ist gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn ihr das mit vollem Reload spielt, was ich beim Modulen dann auch nochmal zeige, kommt ihr auf eine Nachladezeit von 1,6 Sekunden. Und glaubt mir, da möchte sich kein DD mit euch anlegen. Gehen wir noch kurz auf ein paar Alternativen ein. Die sind etwas speziell. Würde ich jetzt Leuten nicht empfehlen, die vielleicht Anfänger sind oder die eine normale DD-Erfahrung haben möchten. Und zwar könntet ihr die Druid auch als Lighthouse Druid spielen. Da würde ich aber sagen, ihr braucht einen Skill auf jeden Fall. Und das ist Hauptbatterie und Flugabwehrexperte. Ihr braucht die zusätzliche Range, sonst könnt ihr die BBs nicht Open Water farmen.
Was noch so ein bisschen gegen diesen Lighthouse-Gedanken spricht, dass ihr ein recht langsamer DD seid, kann man hier auch nochmal zeigen. Knapp 37 Knoten ist tatsächlich nicht sehr schnell. Das heißt, Dodgen wird etwas anspruchsvoller, was man vielleicht hier auch nochmal als positives Thema hervorheben kann. Ihr habt dieses britische, schnelle Anfahren bzw. Bremsen. Wenn ihr dieses Lighthouse-Bild spielt, könnt ihr den Fearless Brawler auch mitnehmen. Für diese 4 Skills müsst ihr selbstverständlich was opfern. Und zwar auf jeden Fall den Tarnmeister. Und dann fängt es schon an, etwas schwierig zu werden. Ihr werdet wahrscheinlich den Inspekteur auch raustraden müssen. Dann ist selbstverständlich die Frage, extra schwere Munition da noch opfern oder Hauptbatterie und Flugabwegspezialist. Wollt ihr aber eigentlich nicht, weil das nochmal zusätzlich Reload generiert. Also ihr werdet Abstriche machen müssen, entweder im Schaden oder im Reload. Das muss euch bewusst sein, wenn ihr dieses Lighthouse-Bild mal ausprobiert. So viel zum Thema Kapitänskillung. Springen wir mal rüber zu den Modulen. Hier haben wir im ersten Slot Hauptbatterie Modifikation 1. 100% No-Brainer, weil er dafür sorgt, dass eure Türme länger durchhalten. Risiko eines Ausfalls wird reduziert und die Überlebensfähigkeit wird erhöht. Das ist unfassbar wichtig auf einer Turret, weil wenn ihr keine Türme mehr habt, seid ihr 100% useless. Das ist einfach ein Fakt. Die anderen brauchen wir alle nicht. Hilfsbewaffnung lohnt sich nicht. Dann Magazinmodifikation 1 wird bald überflüssig sein, weil es keine Detonationen mehr geben wird. Deswegen würde ich das euch sowieso nicht empfehlen. Ihr habt noch die Deto-Flagge und auch Schadensbegrenzungsteam Modifikation 1 nur auf BBs oder auf ausgewählten Cruisern. Im nächsten Slot habe ich das Hydro-Modul für Kohle drin. Habe ich eigentlich bei jedem Hydro-DD drin. Sehr, sehr gut. Plus 20%. Kann ich hier auch nochmal zeigen. Auf das Verbrauchsmaterial, gerade auf das Briten-Hydro, ist das super nice. Weil ihr könnt viele DDs einfach im Smoke pushen. Klar, ihr habt nur ein kurzes Hydro von der Reichweite. Aber das sind gewisse Bereiche, wo ihr ordentlich nochmal was raushauen könnt. Wenn ihr nicht genügend Kohle habt oder euch das sparen wollt, dann würde ich euch Schutzsystem für Manövrierbarkeit empfehlen. Sorgt dafür, dass eure Manövrierbarkeit und auch euer Motor schneller repariert bzw. das Risiko eines Ausfalls reduziert wird. Schadensbegrenzungssystem Modifikation 1 würde ich lassen. Ihr brennt so kurz und diese 5% Brandwahrscheinlichkeit, es lohnt sich nicht. Glaubt mir. Kommen wir als nächstes in Slot 3. Hier gibt es maximal 2 Module, die sinnvoll sind. Das erste habe ich schon ausgerüstet, Zielsystem Modifikation 1. Erhöht eure Genauigkeit. Das ist eigentlich das Wichtigste auf der Druid, weil ihr nur ganz habt. Ihr wollt möglichst gut Ziele bekämpfen können. Und dann als zweites Nebelerzeuger ist auch noch okay. Müsst ihr halt Kohle für ausgeben und dann ist wieder die Frage, lohnt sich das tatsächlich? Weil es erhöht ja nur eure Wirkungsdauer. Ja, das heißt, ihr könnt den Smoke länger legen und ob das dann so viel bringt, muss man für sich selber dann auch ausprobieren. Im nächsten Slot Steuergetriebe Modifikation 1. Was anderes gibt es nicht. Wasserbomben, vergesst es. Schadensbegrenzungssystem Modifikation 2 lohnt sich auch nicht. Das reduziert eure Brandzeit so was von gering, dass es sich einfach nicht lohnt. Gerade wenn ihr im DD-Fight seid, ist die größte Bedrohung für euch eigentlich eher Torps, weil guntechnisch seid ihr einfach vielen DDs überlegen. Gerade mit dem Heal auch könnt ihr viel wegheilen. Und dann mit dem Experten. Ihr habt auch einen soliden HP-Pool, kann ich jetzt nochmal kurz zeigen. Mit Experte der Überlebensfähigkeit kommt ihr auf 28.800. Das ist wirklich für einen DD relativ viel. Nächster Slot, Tarnsystem-Modifikation 1. Würde ich auf jeden Fall spielen, wenn ihr tatsächlich dieses Lighthouse-Bild spielt, was ich tatsächlich noch nie gesehen habe, dass das jemand spielt und ich auch einfach nur als Alternative mal aufzeigen wollte. Könnt ihr das Steuergetriebe mitnehmen. Dann müsst ihr euch aber im Klaren sein, ihr geht hinterm Mond auf. Ihr seht ja schon, ich bin jetzt hier bei 6,6 mit Voll-Concealment. Ihr könnt dann nochmal 10 und nochmal 10% draufrechnen. Dann wisst ihr, wo ihr seid. Ihr seid deutlich über 7. Damit werdet ihr von jedem DD meilenweit outspotted. Dann als letztes Hauptbatterie Modifikation 3. Gibt es für mich keine Alternative. Ihr braucht den Reload. Ihr müsst schauen, dass ihr den Damage macht. Und da ist es wichtig, dass ihr diesen zusätzlichen Reload von minus 12% bekommt. Turmdrehzeit ist 100% irrelevant auf einem DD, würde ich komplett ignorieren. Und Range braucht ihr nicht.
bitte baut auch keine Doppelrange, weil ihr das irgendwann mal gesehen habt. Im Großen und Ganzen baut man bei 98% der Schiffe eigentlich immer auf Reload. Außer man hat ein Secondary BB, dann kann man sich nochmal bei den Secondaries was überlegen. Es gibt nur ganz wenig Schiffe, wo man wirklich Feuerleitanlage Modifikation 2 baut. Mir fällt jetzt ein Schiff ein, das wäre zum Beispiel die Smolensk. Sonst würde mir jetzt aus dem Stegreif kein weiteres einfallen. Gut, haben wir das auch noch geklärt, gehen wir noch zu den Verbrauchsmaterialien. Hier haben wir als erstes ein Heal, unfassbar nice, gerade als DD-Jäger ein Heal zu haben. Ihr könnt einfach auch im Late-Game noch DDs unfassbar gut punishen, wenn ihr schon in ein paar Gunfights verwickelt seid. Da würde ich euch auch empfehlen, nehmt die Heilflagge mit, das bufft euren Heal nochmal zusätzlich. Dann haben wir das klassische Briten-Hydro, was 3 Kilometer geht, was eine sehr lange Wirkdauer hat, ist auch hier nochmal gebufft, durchs Modul darf man nicht vergessen. Dann haben wir die unfassbar nicen Briten-Smokes, die kurzen, wo man sich kurz absmoken kann, farmen und wieder weiterfahren kann. Man ist sehr mobil in diesen Smokes. Und gerade wenn man einen Gunfight gegen einen DD geht, kann man einfach sagen, okay, ich habe mein Damage gemacht oder ich habe ihn mit dem Hydro gecatcht, smoke mich, habe noch eine kleine Zone, wo ich for free Damage machen kann. Also es ist auf jeden Fall ein sehr geiles Tool auf der Druid. Dann haben wir ein Standard-Schadensbegrenzungssystem. Wir haben eine Wirkdauer von 5 Sekunden. Da lohnt sich das Modul nicht. Ja, da kriegt ihr vielleicht eine Verbesserung von 2, maximal 3 Sekunden drauf. Lohnt sich nicht. Glaubt's mir einfach. Zu den Flaggen. Deto-Flagge nutzt die, solange es es noch gibt. Bald wird sie ersetzt durch die HP-Flagge plus 5%. Und das ist dann auch eine Must-Have-Flagge für jeden DD. Bei den Flaggen schaut halt einfach, wie viele Credits ihr habt, welche Flaggen ihr viel habt. Smoke-Flagge ist sinnvoll, Heal-Flagge ist sinnvoll. Eigentlich sind alle Flaggen sinnvoll. Auch hier die Vorbereitungszeit und Ladezeit, Verbesserung. Selbstverständlich auch eine Speed-Flagge. Gerade auf einem DD sinnvoll. Auch auf einem langsamen DD. Ich hoffe, euch hat dieses How-to-Bildvideo zu Druid gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!